Warum bietet ihr die API nicht mehr an, sodass die Toolentwickler es schwerer haben? Nee, das ist so nicht richtig. Also wir bieten die API natürlich weiter an. Das war am Monatsbeginn ein technisches Versehen. Die Keys haben ein Auslaufdatum und sind am 1.7. auch entsprechend, wie es sein sollte, ausgelaufen. Das ist von uns halt Sicherheitseinstellungen, damit die nicht eine unbegrenzte Gültigkeit haben. Das war leider an einem Wochenende und wir haben nicht schnell genug darauf reagieren können, diese Keys zu verlängern. Das ist aber, glaube ich, binnen Stunden passiert. Die Keys wurden alle verlängert, ich glaube bis mindestens November jetzt. Wir haben auch schon Vorkehrungen getroffen, dass in Zukunft das ein bisschen unproblematisch über die Bühne geht. Also wir haben auch ein Tool, mit dem wir diese Keys verwalten können. Also wir haben weder vor, den Support für die API-Keys zu droppen, noch irgendwie es den Tool-Entwicklern schwerer zu machen. Im Gegenteil, wenn die Tool-Entwickler auf uns zukommen und sagen, hey, für die Seite wünsche ich mir noch irgendwie eine Möglichkeit, auf OGame mehr Einfluss nehmen zu können, dann könnt ihr das gerne mitteilen und wir gucken, dass wir denen auch da unter die Arme greifen und entsprechend da Dinge dann ins Spiel einbauen, dass sie die Daten leichter auslesen können oder ja auch die Ansicht von OGame verändern können, wenn sie das möchten. Also das Okay. ist der Gegenteil der Fall. Wir sind da noch weiterhin aktiv dran, die Dinger zu nutzen. Also, alles gut. Alles gut. Wäre auch schade. Ja. Es ist sogar noch ein Stückchen weiter. Wir haben auch vor, für diesen Newsletter auch kurz einen von den Tool-Entwicklern vorzustellen, wie der so sein Tool baut und was so der Nutzen von dem Tool ist. Wir möchten also gerne auch diese Tools ein bisschen präsenter machen und wir würden uns auch freuen, wenn mehr Tool-Entwickler auf uns zukommen und sagen, hey, ich finde das total toll. Ich habe eine total klasse Idee, wie ich für OGame da mich einbringen könnte und den Spielern, was weiß ich, die Flottenversende-Seite erleichtern könnte. Oder ich brauche die Informationen, dann kann ich den Spielern tolle Statistiken anzeigen. Also wenn Toolentwickler sich bei uns melden, nehmen wir sie auch gerne auf und verteilen gerne weiter API-Keys. Ihr habt's gehört. Meldet euch. Das ist euer Mann. Okay. Als nächstes habe ich wieder eine längere Frage, die ich wieder an dich gebe, Flo. Und zwar, wieder eine Frage von Lord Casaro. Im letzten Video habt ihr von aufrüstbaren Schiffen gesprochen. Einzelne Komponenten kaufen zu können, hört sich nicht gut an. Wird es sich hierbei um ein Premium-Feature handeln und muss jedes Schiff einzeln ausgerüstet werden? Das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Ja, natürlich, also keine Sorge, es wird ein Non-Premium-Feature werden, aber wir möchten uns trotzdem die Option so offen lassen, dass wir sagen, okay, das Upgraden der Schiffe dauert pro Komponente x Zeiteinheiten, dass er da halt sagt, okay, es gibt eine Art Upgrade-Beschleuniger, den kannst du dir kaufen oder der ist nochmal an einen Offizier gekoppelt, irgendwie sowas, dass du halt dir weiterhin den Zeitvorteil erkaufen kannst. Also es soll nicht dich an Top 1 der Highscore hochkaufen lassen, aber wenn du sagst, ich habe nicht so viel Zeit und ich kann nicht so aktiv spielen, dass da vielleicht die Möglichkeit besteht. Aber das ist, wie gesagt, alles offen und noch nicht durchgeplant. Und ich nehme an, wir gehen ja auch vorher auf PTS und das heißt, die Spieler können sich es anschauen, können dazu Feedback geben und dann würden wir da auch an der Stelle bestimmt noch irgendwie was verändern. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Okay, danke. Candela, I'll go directly into the next question from the Nantais or the Nante. I'm sorry if I pronounced it wrong. You can correct me in the comments. So the question is, are there any plans to optimize server latency during big fights? With the last updates, we already improved a lot the battle system itself. And we don't really receive much feedback with issues in big battles. So whenever we have someone in the community reporting that, we will always forward it to the developers to check if something really happened or if it's maybe an internet connection or anything like that. But as I said, we have the forums and we have Facebook. We have a lot of tools that they can use, like places where they can report stuff, and we will always check it.
I can add something on this topic. Right before this video meeting, there was a ticket spawning on my desk about loading time issues on PTS and on QA servers is normal. And sometimes on live servers it's up to 3 times higher. So yeah, we are listening to the voice of the players. There is an issue and we try to find it out what it is, if it's related to the code or to server settings or hardware malfunction, something like that. But yeah. Jetzt habe ich eine allgemeinere Frage von Dr. Jakal. Die gebe ich an dich weiter, René. Was sind aktuell die Prioritäten und Deadlines bezüglich der weiteren Entwicklung des Spiels? Aktuell geht es natürlich darum, zum einen die aktuellen Spieler, die wir haben, natürlich zu halten und natürlich auch weiter zu motivieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch festgestellt, dass wir mit kleinen Dingen alte Spieler wieder zurückgewinnen können. Und das ist natürlich eine schöne Sache, gerade die Leute, die sagen, Mensch, ich habe seit Jahren gespielt, dann habe ich aufgehört, weil es war irgendwie immer das Gleiche. Und jetzt ist ja das neue Ding und deswegen schaue ich mir das mal an. Und das war sehr schön, eben auch gerade für uns in der Community, alte Gesichter wieder zu sehen oder wieder zu lesen. Und die haben dann auch nochmal vielleicht eine etwas ältere Sicht auf die Updates und die Features uns mitgeteilt. Aber da konnte man auch nochmal an kleinen Stellschrauben nochmal ein bisschen was drehen. Und die haben sich auch sehr schnell wieder in die neue Community in Anführungszeichen eingefügt und haben dann ihre Geschichten erzählt. Und wir erleben halt, dass beides wichtig ist. Also zum einen die Alten eben immer mal wieder anzuteasern, hey, möchtest du nicht nochmal vorbeikommen? Und dann aber eben halt auch neue Spieler dazu zu gewinnen, Spieler, die vielleicht ganz neu im Spiel sind, die auch vielleicht einen ganz frischen Wind, ganz neue Taktiken zum Beispiel reinbringen. Und dementsprechend arbeiten wir da natürlich auch dran. Deadlines oder sowas haben wir früher mal kommuniziert. Das machen wir heute eigentlich nur erst dann, wenn wir uns sicher sind, glaube ich. Was auch natürlich Sinn macht. Also zum einen nimmt es natürlich Druck von den Entwicklern weg und eben auch die Community ist dann am Schluss nicht enttäuscht und sagt, ja, Moment, jetzt ist ja hier Freitag und das ist ja gar nicht da. Und im schlimmsten Fall würde, was leider in der Vergangenheit passiert ist, an einem Freitag dann eine Version hochgespielt, die vielleicht ein bisschen kaputt ist. Die Community ist sauer, die Programmierer machen Überstunden und am Schluss ist das lang erhoffte Update irgendwie kaputt. Deswegen lassen wir uns mit sowas lieber Zeit und da müsst ihr euch leider ein bisschen gedulden. Wichtig ist natürlich bei jeder neuen Version und auch gerade durch die schöne Möglichkeit des Testservers bzw. Origin, dass die Spieler uns Feedback geben. Also natürlich ist da manchmal ein bisschen Verdrossenheit, so die hören ja eh nicht auf uns. Aber das ist gar nicht so. Also es wird weitergegeben, es wird sich auch zu Herzen genommen. Manche Dinge kann man anpassen, manche nicht. Aber es ist wirklich wichtig, einfach was zu sagen und uns auch im Zweifelsfall Dinge vielleicht ein bisschen detaillierter zu erklären, weil in einer tiefen taktischen Einsicht, wie sie mancher Spieler hat, haben wir es vielleicht gar nicht mehr im Kopf. Das heißt, da brauchen wir dann ein bisschen Geduld von Spielerseite, dass ihr, sag ich mal, uns das eben auch sehr direkt sagt, so und so sieht es aus, auch nicht unverblümt oder so, sondern ganz klar sagen, das und das passt mir jetzt in der Version nicht, weil so und so oder ich habe dort irgendwelche Probleme. Und was mir auch sehr am Herzen liegt, nur weil es einer geschrieben hat, bitte nicht zurücklehnen und sagen, ja, das hat jetzt ein anderer geschrieben, deswegen sage ich dazu nichts, weil dann passiert es auch ganz gerne, dass mal was untergeht, weil man glaubt, das betrifft ja jetzt nur einen Spieler, weil er zum Beispiel einen uralten Browser von 1992 benutzt oder sowas. Also Feedback gerne und viel, das ist wirklich wichtig, weil davon profitieren nicht nur wir, sondern in erster Linie ihr. Ja, also einfach ins Forum reinschauen und schreiben. Die nächste Frage gebe ich dir, Flo. Sie ist wieder von Scorer und lautet, könnt ihr uns ein paar Einblicke in den Entscheidungsfindungsprozess geben? Wie lange dauert es ungefähr, bis es eine neue Idee ins Spiel schafft? Ja, das ist eine schwierige Frage. Das kommt ganz drauf an, was umgebaut oder eingebaut werden soll. Wenn es Kleinigkeiten sind, kriegen wir es innerhalb von Tagen oder einer Woche hin. Wenn es was Größeres ist, da kann allein schon mal die Planungsphase Wochen, Monate dauern.
Das haben wir ja gerade auch bei den Features von vorhin gehört. Ich zum Beispiel habe jetzt die ganze letzte Woche dran gesessen. Ich habe jetzt User Stories geschrieben, Use Cases geschrieben, damit wir so eine Idee bekommen, wie Änderungen im Spiel sich auswirken, was wir alles bedenken müssen. Auch gerade durch diese verschiedenen Personas, welche Benutzergruppen könnte es geben oder haben wir identifiziert und können daraufhin sagen, okay, Person 1 oder Gruppe 1 nutzt OGame so und so, Person 2 ist vielleicht ein ungeduldiger Spieler, ein langjähriger Spieler, der würde zum Beispiel Pop-ups oder Infotexte nicht lesen, weil er einfach davon ausgeht, hey, ich weiß schon alles, ich kann alles, ich habe einen festen Ablauf im Kopf. Sowas muss dann halt auch bedacht werden, wie kriegen wir neue Features oder Änderungen am Spieleverhalten kommuniziert. Also es hängt wirklich stark davon ab, was wir einbauen oder umbauen. So, das war jetzt der zweite Teil des zweiten Q&A-Videos und ich hoffe, eure Fragen wurden alle zufriedenstellend beantwortet. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke für alle eure Fragen, die ihr uns geschickt habt im OGame-Forum. Solltet ihr noch weitere Fragen haben oder es sind neue Fragen aufgekommen durch das Interview, schreibt sie einfach ins OGame-Forum oder direkt in die Kommentare und wir sammeln die dann wieder und sobald wir genug Fragen haben, machen wir wieder ein neues Q&A-Video. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!